zusammen. Heute gibt's ein Gimmick gegen Langeweile, nicht nur an Regentagen. Ich möchte mit dir zusammen ein Holzgewehr bauen, mit dem man Gummiringe verschießen kann. Das Material bekommst du für wenig Geld in jedem Baumarkt. Du brauchst eine Holzleiste mit 24 mm Stärke. Ich habe hier eines mit einer Breite von 92 mm genommen und ihr seht das Reststück von einem ursprünglich 2 Meter langen Stück. Dann noch zwei Rundhölzer mit 4 mm Dicke und 8 mm Dicke. Sie sollten eben zu euren Bohrern später passen. Dann noch ein kleines Stück Schichtholzplatte, am besten mit 8 mm Dicke. Ich habe hier Pappelholz. Im Baumarkt solltest du schauen, dass du eine gerade Leiste erwischt. Ich gucke dazu immer so schräg über den Rand der Leiste, da siehst du es am besten. Von einem Freund habe ich mir ein kleines Luftgewehr geliehen, das zeichne ich mir jetzt hier erst einmal durch. Der Lauf hat eine Länge von 50 cm, das passt sehr gut zu den Gummiringen, die ich später verwenden will. Die haben eine Länge von 15 cm. Das sollte man immer beachten. Gummiringe dehnen sich in der Regel auf das 3- bis 4-fache ihrer Ursprungslänge, wenn es ein guter Gummiring ist. Wenn wir den Schaft ordentlich verleimt und verdübelt haben, müssen wir uns die Öffnung aufzeichnen, in die später dann der Abzug hineinkommt. Hier lohnt es sich genau zu arbeiten. Wir brauchen einen Schlitz, der mittig liegt und ungefähr 8 cm lang ist und genau 8 mm breit. Damit passt er genau zur Dicke unserer Platte, aus der wir später den Abzug herstellen wollen. Sehr sorgfältig und senkrecht bohren wir jetzt mit einem 8 mm Bohrer am vorderen und hinteren Ende des Schlitzes durch den Lauf durch. Ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man jetzt zwischen diesen beiden Bohrungen zunächst mit einem feinen Cuttermesser die Mulde bearbeitet. Dabei kann man relativ genau vorgehen. Später ist diese entstehende Vertiefung unsere Schablone, an der wir dann nochmal den Bohrer ansetzen können. Dabei bitte jetzt vorsichtig sein, weil mit Cuttermessern kann man sich echt übel schneiden. Jetzt brauchen wir den Abzug. Danach zeichnest du dir am besten nach dieser Vorlage ein entsprechendes Modell ab. Das ist ungefähr 7 cm breit und 7 cm hoch.
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich hoffe, du hast so gut geschmirgelt, dass der Abzug nun in diesen vorbereiteten Schlitz hineinpasst. Den Abzug nun an die richtige Stelle einpassen und mit dem Achterbohrer ein Loch durchbohren. Am besten immer ein Holzstück drunter legen, dann reißt der Bohrer kein Loch aus deinem Holzstück heraus. Jetzt musst du noch dein 8 mm Rundholz einpassen. Hier solltest du mit dem Holzleim so geschickt vorgehen, dass möglichst kein Leim im Schlitzinneren im Bereich des Abzugs am Holz anliegt. Jetzt arbeite ich mit der Säge vorne am Gewehrlauf einen kleinen Zapfen heraus, in den ich später meinen Gummiring einhängen kann. Jetzt mal ein erster Test, den Gummi drüber gespannt. Ihr seht schon, es hängt etwas. Das liegt daran, dass der Abzugzapfen, man könnte auch sagen die Kimme, ein bisschen zu weit nach hinten gebogen ist. Das ist aber kein Problem, das können wir im Nachgang auch gut mit ein bisschen Sandpapier wieder regulieren. Die eingeleimten Dübel, die eigentlich recht unauffällig rüberkommen, ich finde, das gilt auch für die Rille an der Seite. Das ist durch die Fasung der Holzbauteile unten auch eigentlich recht unauffällig und trotzdem stabil. Hier solltet ihr gut schmirgeln, damit ihr einen glatten Übergang habt. Also das Gewehr ist jetzt eigentlich fertig. Meine Jungs haben das gestern Abend gleich verwendet und auf Dinos geschossen, wie ihr seht. Dabei haben sie gleich eine Ecke reingehauen, die habe ich inzwischen wieder rausgeschliffen. Aber es zeigt doch, dass es vielleicht doch ganz gut ist, hier wie beim Vorgängermodell eine Lackierung drauf zu bringen. Deswegen ist es auch ein bisschen dunkler. Man kann natürlich auch eine größere Dose nehmen, aber ich empfehle es schon. Ich habe auch noch den Prototyp von vor 10 Jahren. Da seht ihr schon, dass der ganz schön in die Jahre gekommen ist und sehr verfleckt und sehr mit vielen Scharten übersät. Und so ein Lack macht das Ganze auch ein bisschen stoß- und schlagfest. Wen es interessiert, mein nächstes Projekt wäre dann eine doppelläufige Flinte, weil ich mir gedacht habe, dass es total cool wäre, wenn man beim ersten Mal den Dino vielleicht verfehlt hat, dass man nochmal einen zweiten Schuss hat. Wenn euch das interessiert, vielleicht lade ich dazu auch nochmal ein Video hoch. Ansonsten danke fürs Zuschauen.